Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Wisst ihr, als ich vor ungefähr 2 Monaten den Mock-Contest angekündigt hatte, da war in meinen Vorstellungen immer noch eine Teilnehmerzahl vorhanden, wie bei meinem ersten Mock-Contest. Dort machten etwa 20 Leute mit oder so. Diese Zahlen sind aber um Längen überboten worden. Diesmal haben sage und schreibe über 80 Personen mitgemacht. Ich finde es einfach nur krass. In erster Linie vielen Dank an alle Teilnehmer und die vielen, vielen tollen Mocks. Aber bei einer solch großen Teilnehmerzahl bin ich natürlich auch mit verschiedenen Problemen konfrontiert. So zum Beispiel auch, dass nur die ersten 5 Plätze einen physikalischen Preis gewinnen können und ich somit die restlichen 75 oder mehr Teilnehmer enttäuschen werde. Daher auch die Idee von mir, dass jeder, der mitmacht, einen 15% Rabatt für meine Modelle in meinem Shop erhält. Natürlich muss ich jetzt auch alle Teilnehmer nochmal individuell anschreiben und denen die Codes zukommen lassen, aber dieser Aufgabe werde ich mich in den kommenden Tagen widmen. Also, nach dieser Einleitung wird es, glaube ich, auch Zeit, die ersten 5 Plätze vorzustellen. Here we go. Den 5. Platz belegt Mimikry Bricks mit seinem Arras Counter-Offensive France May 1940 Mock. Hier finde ich die Minifigurenpositionierung, die jeweils eine Bewegung andeuten, den Panzer 3 und die Vegetation sehr schön gelöst. Aber auch die Sandsäcke und der Stacheldrahtverhau gefallen mir sehr. Was man hätte besser machen können, und jetzt gehe ich nicht auf die Uniformen, Helme oder die Waffen ein, da dies ja offensichtlich auch bei meinem eigenen Mock nicht perfekt war, sondern zum Beispiel die Ausrichtung des Turmes vom Panzer. Dieser hätte meiner Meinung nach auf die alliierten Truppen ausgerichtet sein sollen, doch dies ist leider nicht der Fall. Plus, er ist nicht ganz in 1:45, aber wir wollen nicht schon wieder den Scale-Kram besprechen. Nur damit ihr meine Beweggründe versteht. George Bricks mit seinem France 1940 Mock belegt den 4. Platz. Hier sticht mir persönlich das Stuck ins Auge, welches mir sehr, sehr gut gefällt. Aber generell sind hier viele schöne kleine Details im Mock untergebracht, welche ein Hingucker sind. Zum Beispiel die Positionierung des Hauses, welche in Sandgrün sehr schön ist. Oder auch das nervöse Schwitzen der französischen Soldaten. Was mir aber hier nicht so sehr gefällt, sind diese Plate Feeds. Ich kann das vollkommen verstehen, warum man das macht, aber mein Lösungsansatz dazu wäre eben die Verkleinerung der Modelle und nicht die Vergrößerung der Minifiguren. Aber das kann ja auch jeder selbst entscheiden. Den 3. Platz belegt Delta Builder mit seinem Invasion of Poland 1939 Mock. Hier gefällt mir vor allem der Gesamteindruck sehr. Die Kirche, welche den Hintergrund des Mocks darstellt, und die Minifigs, welche diese als Deckung nutzen. Kleine Details wie der aufspritzende Staub, welcher durch die weißen Eiskugeln angedeutet wird, sind auch super. Als Kritikpunkt ist hier vielleicht anzumerken, dass ich noch sehr gerne Bilder aus dem Inneren der Kirche gesehen hätte. Ich bin mir nämlich sicher, man hätte da fantastische Bautechniken oder feine Details einbauen können. Nichtsdestotrotz ein verdienter Platz 3. Der 2. Platz wird von The Lego Mock Builder YouTube erklommen, welcher ein Mock mit dem Titel The Battle of Arras 21st of May 1940 gebaut hatte. Die Details, die hier in dem Mock gezeigt werden, sind wirklich sehr schön. Vor allem die deutschen Soldaten, die mit einer erbeuteten britischen Flagge für ein Foto posieren, finde ich sehr nice gemacht und habe ich auch so noch nie gesehen. Das Panzermodell ist auch sehr schön, im Maßstab 1:45. Generell weist das Mock sehr, sehr viele sehr schöne kleine Details auf, aber am besten seht ihr einfach selbst. Jetzt stellt sich letztendlich die Frage, was dieses Mock noch toppen könnte. Ja, das ist wirklich eine sehr berechtigte Frage. Um aber meine Entscheidung vollkommen verstehen zu können, muss man dazu wissen, dass ich gewisse Vorzüge habe, was Modelle angeht. Wie gesagt, der Maßstab 1:45 ist wahrhaftig ein Traum. Aber gewisse Modelle sind besonders schwierig zu verwirklichen und falls es doch mal gelingen sollte, bin ich voll und ganz dabei. Daher kommt auf den 1. Platz Jakes Lego mit seinem Stuck in the Mud Mock. Dies zeigt ein STKFZ 222, welches ich noch nirgends so gelungen gesehen habe. Der Maßstab ist der Wahnsinn und im Großen und Ganzen ist es wirklich ein traumhaftes Mock. Ich werde mich nun daran machen, die ersten 5 Gewinner zu kontaktieren und selbstverständlich erhaltet auch ihr, also all die anderen, die es jetzt nicht unter die ersten 5 geschafft haben, eure 15% Gutscheincodes bald zugesandt. Für diejenigen, die auf YouTube teilgenommen haben, versuche ich via E-Mail Kontakt aufzunehmen, da ich logischerweise keine Gutscheincodes in den Kommentarsektionen verkünden kann. Also haltet euch bereit für meine Kontaktaufnahme und falls ich euch nicht bis zum 12. Mai, also dem Mittwoch kommende Woche erreicht haben sollte, schreibt einfach eine Mail an diese Adresse davehillbricks@gmx.net. Ich wünsche euch dann noch ein schönes Wochenende, habt eine gute Zeit und bis dann. Macht's gut. Ciao.